Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute befinden wir uns auf EU21. Wir werden mal wieder einen kleinen Push wagen, denn wir haben hier schon länger eigentlich fast gar nichts mehr auf dem Server gemacht, großartig. Deswegen gucken wir auf jeden Fall mal rein. Wir haben momentan, lasst mich gucken, 62.000 Spieler auf dem Server. Ist nicht ganz okay dafür, also das ist nicht ganz so schlecht dafür, dass es EU21 ist, weil ja alle auf EU20 gewartet haben. Ich denke mal, das kann sich sehen lassen. Ich spiele immer noch in der Gilde vom Stammtisch und ich bin auch vom Level her noch ja, ein bisschen weiter vorne als der Rest der Gilde. Es ist ein sehr entspanntes Spielen hier auf jeden Fall und wir Bullen wieder unterwegs hier. Und ja, ich habe die Gilde ein bisschen ausgeholfen hier bei den Ausbauten. Ja, habe hier versucht ein bisschen, ja, so hoch es geht zu pushen, dass damit die Gilde ein bisschen profitieren kann. Klappt ganz gut. Höher kommen wir jetzt gerade nicht. Gruppenskill hat seinen Maximalwert erreicht und deswegen, supporten wir da natürlich auch sehr gerne die Gilde hier, ja, so gut es geht. Ne? Und bevor wir ja irgendwo ansatzweise reingehen, würde ich mal behaupten, ja, wir gucken mal, was noch so uns die Dungeons bescheren. Ich sehe hier, ich habe eine Waffe. Ich habe noch gar nicht ins Inventar geguckt, großartig. Ich habe hier irgendwie so random Zeug aufgehoben. Ich weiß gar nicht, woher ich das habe, ehrlich gesagt, ja. Aber ich sehe auf jeden Fall, dass wir hier eine Waffe haben mit einer schönen Spanne und Geschick drauf. Ja, ich habe keine Ahnung, was wir momentan hier so finden können. 42 Durchschnittsschaden. Okay, ja, ist ein bisschen älter. Dann haben wir hier noch eine Geschickwaffe. Da gefällt mir die Spanne allerdings nicht so gut. Wäre das was für Morquard? Ja, boah, nee. Also jetzt extra das Upgrade braucht man, glaube ich, jetzt nicht hier zwingend. Das wäre auf jeden Fall was man hier der Kunigunde mal durchaus gönnen könnte. Ja, hier haben wir nämlich noch einen Epic, das hatte noch gefehlt. Ja, und dann mal gucken, was haben wir hier noch? Brustpanzer. Können wir das hier für einen Bärtrahmen gebrauchen? Nee, das ist auch schon alt. Wir gucken erstmal, dass wir das Equipment hier loswerden. Oh, okay, hier haben wir noch einen ganz schönen Gürtel. Ich weiß nicht, ich habe auch die Mine ein bisschen... Habe ich die Mine vorangebracht? Nee, das war auf einem anderen Server. Kriegen wir hier irgendwas Nützliches, ist die Frage. 285, 312. Okay, die Edelsteine sind aber trotzdem jetzt schon mal wieder besser. Das zerlegen wir und dann verstärken wir davon gleich den Gürtel mal so auf 7. 9. Machen wir mal auf 9 erstmal so. Ja, und dann gucken wir mal weiter. Was haben wir hier noch? Ja, das können wir eigentlich auch gleich tauschen. Den Stein könnten wir toppen, wenn wir was Besseres kriegen sollten. Ist aber halt ein großer, ne? 326. Ja, ist schon besser. Wir bräuchten halt einen großen, aber wir packen den mal trotzdem hier rein und zerlegen auch mal das Item hier komplett. Holen uns die Ressourcen gleich wieder und dann haben wir doch hier schon ein paar kleine Verbesserungen am Start. Ja, wir gucken einfach mal, was wir an Level so pushen können. Ich hatte auch fast gar nichts ausgegeben hier an meinem Gold, was ich hier noch gebunkert habe jetzt die letzten Tage. War ich echt ein bisschen inaktiver auf dem Server. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie weit wir jetzt hier vorankommen mit dem aktuellen Equipment, was wir hier so haben. Oder ob das einfach ein kompletter Schuss in den Ofen wird hier jetzt von den Gegnern her. Denn ich hatte mich auch jetzt vorher nicht großartig befasst mit SF-Tools, welche Gegner wir jetzt hier am besten angreifen können. Ich bin jetzt hier wirklich komplett, muss man so sagen, auf blauen Dunst rein. Ja, um einfach mal zu gucken, okay, wir haben hier jetzt schon länger nicht mehr gepusht. Was ist jetzt hier möglich? Was können wir machen? Was ist jetzt hier so das Ding? Ja, und deswegen habe ich mir so gedacht, jo, gucken wir einfach mal zusammen, wie weit wir hier kommen. Es sieht aber so aus, als ob wir tatsächlich, ja gut, wir haben jetzt halt ein paar kleine Verbesserungen gemacht hier, ne? Den Gürtel und die Halskette da, aber viel mehr haben wir jetzt noch nicht rausgefeuert hier. Vielleicht kriegen wir hier irgendwie ansatzweise noch ein, zwei Level zusammen, dann könnten wir uns noch auf der Suche machen nach einer neuen Waffe, denn das Ding ist halt, wir haben momentan eine Epic-Waffe am Start. Ja, das müssten wir dann eintauschen gegen eine gewöhnliche, normale, einfache Waffe so, weil wir haben kein Epic-Event gerade und deswegen
Ja, wäre das auf jeden Fall ja, erstmal ein Downgrade für Ausdauer und Glück. So, aber dafür haben wir halt dann mehr Durchschnittsschaden und halt mehr Geschick dann wahrscheinlich, je nachdem, was wir für eine Waffe halt finden und hoffentlich auch eine bessere Spanne. Ja, wir gucken mal, was uns was uns die Lichtwelt zubringt, bevor wir hier weiter rein gehen. Vielleicht kriegen wir da auch noch ein Level-Up zusammen. Okay, das ist auch nicht so strong. Wir schauen mal. Was haben wir hier noch offen? Roman der Ruchlose. Wie sieht der denn aus? Haben wir hier ansatzweise eine Chance? Würde uns, glaube ich, vielleicht auch sogar wieder 2 Level bringen, wenn wir den hier besiegen würden. Ja, aber das sieht erstmal... Ja, es ist nicht unmöglich. Also er geht schon so auf die Hälfte. Da ist mit einem guten Try wahrscheinlich ist der hier drinne. Aber der braucht wahrscheinlich sehr viele Pilze. Sehr, sehr viele Pilze. Was haben wir hier noch am Start? Okay, hier. Das Ding ist halt, so diese neuen Dungeons, die bringen halt leider nicht so viel XP. Deswegen würde ich mich da tatsächlich eher lieber auf die OG-Dungeons konzentrieren, die ein bisschen mehr Erfahrung bringen. Aber wenn wir hier natürlich den einen oder anderen noch mitnehmen können, wäre natürlich auch ganz nice, ne? Ja, nee, so Dungeons wie zum Beispiel hier 13. Stock, Osteros, so, die bringen halt extrem viel. Aber Osteros stehen wir momentan auch wieder vor einer Bremse, also vor dem Magier. Oh, der sieht aber gut aus. Das hätte ich nicht gedacht, der sieht gut aus, der ist machbar. Doch, den snacken wir uns jetzt mal schnell mit, bevor wir jetzt hier weiter auf Waffensuche gehen. Den sollten wir eigentlich hinkriegen, ja. Wir haben jetzt noch ein bisschen Gold auf Tasche, das könnten wir verskillen. Das machen wir mal auch mal. Wir gehen mal ein bisschen in Ausdauer rein, vielleicht überleben wir irgendwie jetzt dadurch einen Hit mehr oder so, ne? Aber den müssten wir jetzt aus dem Weg räumen hier. Das wäre ganz gut. Und ich weiß nicht, der nächste da drauf, ich glaube, der könnte auch noch liegen. Ja, sehr schön. 244, so muss das sein. Aber die Upgrades sind tatsächlich noch nicht so gut. Das ist hier noch nicht so das, wonach ich mich jetzt hier großartig sehne. Okay. Aber wir kriegen zumindest vielleicht Level-Ups rein. Das ist ganz gut. Und Holundor, der liegt auch, wie wir jetzt hier ganz klar erkennen konnten. Ja, 245, schönes Ding. Plus 29, was haben wir? Plus 28. Bessere Rüstung. Würden wir ein bisschen aufstocken können, die Rüstung. Aber ja, man sieht von den Stats her, lohnt sich halt noch fast gar nicht so großartig hier, ne? Also, aber wir kriegen Level. Und von der Waffe her, die war dann schon doch ein bisschen älter. Ja, 246, es geht voran, es geht voran, es geht voran, sehr schön. Okay, jetzt haben wir wieder eine Pause hier, ne? Ja, okay. Da kommen wir nicht mehr weiter. Jetzt könnten wir noch mal kurz gucken. Lichtwelt, Schattenwelt, ob hier noch mal was liegt, dass wir uns vielleicht noch das Level-Up zumindest einheimsen können. Und dann würde ich, glaube ich, auf eine neue Waffe gehen wollen. Ja, dass es da dann vielleicht das vom Timing her ganz gut aussieht. Ja, ist schwierig. Ist nicht unmöglich. Aber wir gucken mal, was Wirbelwind hier uns so bereithält. Vielleicht kriegen wir da noch das restliche Level-Up zusammen auf 247. Und dann gucken wir mal kurz in den Waffenladen rein, ob wir da noch ein bisschen weiterkommen. Das sieht aber auch nicht so gut aus hier gerade, muss ich sagen. Ja, es sieht mir ziemlich nach einer Bremse aus hier wieder. Ja, okay. Wir können sonst noch mal gucken, ob wir bei den Pets vielleicht ein bisschen was legen können. Ein paar Habitate pushen können. Dann könnten wir hier noch ein Level-Up reinkriegen. Ja, sieht ganz gut aus. Jo, da kriegen wir noch das Level-Up zusammen. Sehr schön. Schöne Sache. Okay. Neue Schuhe. Ja, vielleicht haben wir nur die falschen Items bekommen. Ich weiß es nicht. Vielleicht kriegen wir hier auch noch einen schönen großen Geschickstein. Das wäre auch ganz geil. Festungsevent wäre natürlich cool. Da haben wir einen großen Stein. Können wir gleich mal gucken, was der bringt. Hier haben wir einen mittleren, ist auch okay. 344. Ja, das lohnt sich schon. Ist schon ein Upgrade im Vergleich zu den Schuhen hier. Das verkaufen wir mal, kriegen wir auch die Ressourcen wieder. Und dann verstärken wir das Ding auch gleich nochmal. So, auf 9. Ja, stehen wir da schon mal ein bisschen besser da. Ja, jetzt gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir hier eine schöne Waffe, die sich dann auch lohnt zu equippen. Das Ding ist halt, ich habe hier, da müssen wir den Stein gewinnen. Das ist halt eine Waffe,
ähm, wo wir die Ressourcen nicht wieder bekommen, weil die aus der Schattenwelt ist. Ich hatte sie halt ein paar Mal verbessert, aber es ist halt nicht so das Krasseste. Beziehungsweise, ja, war die Waffe halt in dem Moment gut, deswegen habe ich gedacht, okay, ein paar Sachen können wir da verbessern, aber nicht allzu viel. Ich gucke gerade, die Waffe ist hier auch schon nicht schlecht. Da haben wir Geschick Ausdauer drauf, das ist okay. Ähm, die Spanne ist halt nicht so exorbitant viel höher. Ich glaube, okay. Ja, es lohnt sich vielleicht doch. Es lohnt sich vielleicht doch, hier das ein oder andere Item mitzunehmen. Das hauen wir auch mal weg. Uh, uh. Das ist ein schönes Ding. Das ist sehr gut. Können wir das auch gleich mal verbessern. Machen wir 5-mal. So, wir heben uns noch ein paar Ressourcen auf für die Waffe. Ja, weil wie gesagt, hier kriegen wir die Ressourcen leider nicht wieder, aber es ist auch nicht so viel. Also 308 können wir finden. Ja. Ja, größtenteils sind wir eigentlich aktuell am Start. So, jetzt gucken wir mal nur noch, dass wir hier eine schöne Spanne finden. Mit einem schönen Attribut. Und dann, ja, können wir eigentlich nochmal versuchen, Roman zu besiegen. Ob das was wird, weiß ich nicht. Okay, Geschick ist halt krass, ne? 945 ist auch bisher die beste Spanne, die ich gesehen habe. Nehmen wir mal mit, was haben wir hier? 637. Da holen wir mal kurz den schlauen Taschenrechner raus. 637 mal 1,5 ergibt 955. Rechts raus Spanne ist fast das Maximum. Also sehr gut. Holen wir uns den Stein wieder und verbessern einfach mal die Waffe. Ja, so. Und dann sieht das Ganze doch schon mal ganz gut aus hier. Zack, das ist das, was wir hier maximal verbessern können. Haben wir eine Verzauberung hier eigentlich? Okay, das können wir mal machen. Ja, und das ist hier aber ansonsten nichts weiter Relevantes. Keine Handschuhe, keine Waffen für die Dungeons. Jo, und jetzt sind wir erstmal so wieder optimalst equipped. Wir können versuchen, ob wir jetzt nochmal an Roman vorbei... Oh, let's go. Das läuft ja wie geschnitten Brot, muss ich ja wirklich so mal sagen hier. Ja, also die Umequipung hat sich jetzt schon sehr gelohnt. Einfach an Roman vorbeigekommen ohne Probleme, der vorher nicht machbar gewesen ist. Also wieder ein voller Erfolg hier an der Stelle. Natürlich auch ein bisschen lucky, ne? Aber trotzdem am Ende des Tages haben wir ihn down. Und das ist das, was zählt. Leider haben wir nicht so einen allzu guten Gürtel bekommen, aber gut, wir haben auch eben gerade schon einen aktuellen bekommen, also von daher geht's klar. Können wir mal gucken, kann das irgendwie noch ein Begleiter noch irgendwas? Nö, kann nichts gebrauchen davon. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Haben wir noch eine Stufe höher. Wen haben wir danach? Ja, den guten Ali, den Abrechner. Allerdings, ja, ist er auch wieder der absolute Blocker hier als Magier. Deswegen kommen wir erstmal an Ali nicht so schnell vorbei hier. Ja, das sieht erstmal nicht so gut aus, aber ist auch nicht so schlimm. Denn dafür können wir auch, ja, denke ich mal jetzt vielleicht auch in der Schattenwelt ausweichen, um da ein bisschen voranzukommen. Vielleicht klappt es jetzt hier auch mit der neuen Waffe. Ein bisschen besseren Edelsteinen und so weiter und so fort. Waren ja vorher schon knapp, ich wollte doch sagen. War vorher schon knapp gewesen und ja, ist jetzt auch down. Danach ein Krieger, der sollte eigentlich auch gehen. Und mal gucken, vielleicht kommen wir hier sogar noch einigermaßen in die Range von Stufe 250. Ja, 249 haben wir jetzt hier down. Sehr schön. Und mal gucken, der Endboss sollte eigentlich auch fallen, relativ zügig. Und da ist er auch down. Sehr schön. 249. Und noch eine Waffe. Eine neue für Bertram. Nehmen wir auch mal mit hier für einen guten Berti. Ja, der kann sich auch mal was gönnen hier. Können wir hier noch irgendwas gebrauchen? Nö, ne? Nö, sieht nicht so aus. Okay, dann gucken wir mal, ob wir hier in der Schattenwelt noch weiterkommen. Und dann, wenn wir 250 erreichen sollten, dann war die Folge heute für mich persönlich wieder ein voller Erfolg, muss ich sagen. Ja, also dann haben wir hier, also hätte ich jetzt zwischenzeitlich nicht gedacht, dass wir da jetzt hinkommen in die Range, aber es sieht jetzt gar nicht so verkehrt aus, als ob das jetzt ja, nicht so komplett unmöglich ist. Hier haben wir jetzt nochmal einen Blocker. Wenn der jetzt fallen würde, dann wäre das gut. Ansonsten schauen wir nochmal im Wirbelwind rein. Ja, da sollten wir jetzt vielleicht nochmal die ein oder andere Etage weiter pushen können. Aufgrund dessen, weil wir uns jetzt ja doch schon ein bisschen verstärkt haben. Ne? Eine Waffe gefunden mit 50 mehr Durchschnittsschaden, höherer Spanne, ein paar Steinchen noch mehr dazu.
Ein bisschen Verbesserung und so weiter und so fort. Also da kann man jetzt hier auf jeden Fall ein paar Etagen pushen, würde ich sagen. Ja. Wenn nicht, gucken wir einfach nochmal, was die Pets für uns bereithalten. Aber wenn wir jetzt hier erstmal noch so weiterkommen, ist das ja auch vollkommen in Ordnung. Ne? Dann sieht das erstmal auch nicht schlecht aus. Können wir hier bleiben erstmal. Gut, jetzt nochmal ein Krieger. Der könnte nochmal ein bisschen haarig werden. Aber ansonsten würde ich sagen, machen wir einfach Plan B und pushen jetzt mit den Pets noch auf Stufe 250 durch. Ja, und haben das auch erledigt soweit. Ja, und damit, ja, war die Folge eigentlich relativ erfolgreich für mich auf jeden Fall. Die kann jetzt auch weg, die Waffe hier eigentlich, oder? Oh, die kann weg. Genau. Und wir haben hier einen schönen kleinen Push hingelegt. Ja, mit 242 haben wir angefangen, 250 hören wir jetzt auf und bin zufrieden. Bin auf jeden Fall zufrieden. Kleiner, süßer Push hier auf IO21 mal wieder. Wenn es euch auch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten war es das soweit von mir. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, dann ja, lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.